hier ist Bernd von Saxbrick, von eurem YouTube Saxophon-Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich ein kleines Lied für euch dabei. Ganz nettes Ding. Ein Song aus dem Genre Smooth Jazz oder auch so Instrumental-Pop, bisschen Smoothie. Das Ganze heißt auch Smoothies, das ganze Lied. Und ihr habt ja ein bisschen was schon gehört, ihr habt schon einen Eindruck. Das ist ein ganz gutes Ding, wie ich finde, um verschiedene Sachen zu üben. Also es gibt kleine Improvisationsteile, die relativ einfach sind, weil man gut mit der Tonart spielen kann oder mit der Pentatonik. Dann gibt es ein kleines bisschen Melodie, rhythmische Sachen, eine Sechzehntel-Rhythmik, was auch super ist, einfach zum Üben. Ein bisschen funky ist es, also Sechzehntel Offbeats, funky. Und es gibt so eine Unisono-Stelle, wo alle das Gleiche spielen. Da kann man dann auch mitspielen. Genau, und es gibt eine Form, die man beachten kann. Also es geht zurück in Dal Segno, dann in die Coda rein und so weiter. Das werde ich alles Schritt für Schritt erklären. Und wir fangen heute mal an. Das ist eine kleine Videoserie, die ich machen will. Wir fangen heute mal an mit dem ersten Video, mit der Rhythmik. Da werden wir uns einfach ein paar Teile aus dem Lied, aus dem Song rausnehmen und werden ein bisschen die Rhythmik machen. Ich erkläre die, ich singe die vor, ich klatsche das. Ich singe es vor. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mitmachen. Könnt auch mitspielen. Ne? Schnappt euch euer Saxophon. Könnt ihr direkt mitspielen. Meine Stimme ist ein bisschen angegriffen. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich gebe mir Mühe, dass es nicht so rau klingt. Aber ich denke, man kann mich ganz gut hören, oder? Ja, okay. Gut, also wir fangen mal an. Ich habe hier die Noten. Übrigens könnt ihr die Noten und auch das Playback könnt ihr euch runterladen. Das findet ihr hier unten in dem beschreibenden Text, ganz am Anfang. Da gibt es einen Link zum Runterladen und dann könnt ihr eben mit diesen ganzen Materialien zu Hause üben. Und das macht auch Spaß zu spielen. So ein bisschen Funk spielen macht immer Spaß. Und ihr seht jetzt, gehe ich mal auf die Note. Da habe ich hier am Anfang erstmal, also hier erstmal das Stück, so könnt ihr sehen. Smoothies für Altsaxophon. Für Tenor habe ich es auch transponiert, also ihr könnt auch mit dem Tenor mitmachen. Ja, es geht hier los mit einem Intro, dann geht hier die Melodie los, das ist ganz kurz eigentlich nur, und dann gibt es einen kleinen Solo-Teil, dann kommt dieses Unisono, ein Interlude-Unisono, das heißt alle Instrumente in dieser Band spielen alle das gleiche hier, das können wir auch mitspielen, dann kommt wieder ein kleines Solo und dann geht es hier raus aus dem Solo, zurück ins Segno, also DS heißt Dal Segno. Dann springen wir wieder oben hin. Hier in Takt 9. Hier springen wir hin. Und dann geht es in die Coda. Zack, Coda, springe ich runter in die Coda. Und das ist dann noch so ein bisschen, auch nochmal so ein rhythmischer Schluss mit ein paar Kicks. Die können wir auch mitspielen. Ich werde das alles erklären. Und am Schluss haben wir wieder ein bisschen Solo, bis es dann fertig ist. Ja? Also, gut. Dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt einfach aus allen möglichen Bereichen hier, den Teilen habe ich die rauskopiert und habe sie als Übung davor gestellt. Und dann werden wir die einfach mal durchgehen. Ihr seht immer, AS ist Altsaxophon, TS ist Tenorsaxophon. Erklärt sich ja von selbst. Ne? Und das Intro ist so, das spielt das Saxophon nicht mit, aber wir können es mitspielen. Das ist so ein rhythmisches Ding, ein paar Kicks und das spielt eigentlich nur das Keyboard oder auch das Schlagzeug. Und ich habe euch ein paar Noten hingeschrieben. Ihr könnt diese Kicks benutzen und könnt auch andere Noten spielen. Ihr müsst nicht die Noten spielen, die da stehen. Das Ganze basiert auf der Tonart G-Dur oder E-Moll. Und ihr könnt es euch schon denken, was da gut drauf passt, weil es ja funky ist und so. Entweder eine G-Dur-Pentatonik oder eine E-Moll-Pentatonik. Oder auch einfach eine G-Dur-Tonleiter, geht auch. Oder auch in eine Blues-Tonleiter in E, das geht auch, ja? Könnt ihr da mitspielen. Ich werde die nachher auch ein bisschen erklären noch, falls ihr das nicht wisst, welche Töne da drin sind, werde ich euch gleich vorspielen, aber jetzt machen wir erstmal die Rhythmik. Das ist das Wichtigste, okay? Gut, also das Intro, ich zähle es jetzt mal vor, so, ich klatsche hier 1, 2, 3, 4 und singe dann die Rhythmik. Ja, das empfehle ich immer für alle, die Rhythmik lernen wollen, erstmal singen. Saxophon weglegen. Saxophon stört nur am Anfang. Es geht nur darum, dass man die Rhythmik versteht, dass ihr das in den Kopf bekommt. Und das kann man am leichtesten in den Kopf bekommen, wenn man sich einfach hier den Puls gibt. 1, 2, 3, 4.
und die Rhythmik, die man da sieht auf dem Blatt, eben liest und singt. Ja? Ich mache das mal, ich hoffe, mein Cursor ist zu sehen. Ich fange mal hier an zu zählen. Das ist erstmal ein Pausentakt. Jetzt zähle ich 1, 2, 3, 4. Dann kommen noch 2 Pausen, 2 Viertelpausen, 1, 2 und dann kommt die Rhythmik. Ja, ich mache das mal. Ihr könnt mal mitlesen oder auch mitsingen, wenn ihr wollt. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dab, 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 dab. Na, nochmal. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dab, 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 dab. Man muss nicht besonders gut singen können. Ich kann auch nicht so gut singen. Es geht nur darum, dass ich das ausdrücken kann, was da an Rhythmik steht. Ja, das ist das Wichtigste. Ihr müsst euch trauen einfach, ja. Nicht denken, ich kann nicht singen, ich mache das nicht, ich spiele es lieber. Nee, probiert das mal aus. Ihr könnt es ja alleine machen, in eurem stillen Kämmerlein, unten im Keller oder so. Ja, dann könnt ihr das machen, da hört es auch keiner. Ja, nicht so schlimm. Wird keiner drüber lachen, denke ich. Ja. Ich traue es mich auch, ich mache es hier vor der Kamera, vor den ganzen Zuschauern hier. Ist eigentlich auch peinlich, aber ich mache es trotzdem. Ja. Okay, dann habt ihr schon eigentlich fast das ganze Intro. Das, was ich gerade gesungen habe, wiederholt sich 3-mal. Ich mache es nochmal, ich singe mal das ganze Intro. Ja? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dab, 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 dab. 3, 4, 1, 2. Dab, 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 dab. 2, 3, 4, 1, 2. Dab, 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 dab. 2, 3, 4. Langer Akkord. Genau, da kommt noch so ein Akkord, der wird gehalten vom Keyboard. Und dann geht es schon los mit der Melodie. Okay, Melodie geht hier los. Geht auf der 3 los. Also ihr habt 1, 2, du, dab, 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 da. Ich hoffe, die Tonart stimmt, die ich jetzt gerade singe. Aber ich glaube schon. Können wir probieren. Ja, du, dab, 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 da. Ein bisschen hoch für mich. Okay. Jetzt wird es aber schon ein bisschen komplizierter mit der Rhythmik. Jetzt haben wir diese 16 Offbeat-Rhythmik drin. Bisschen funky. Und ich werde es mal vorsingen und dann erkläre ich das. Ja? Ich mache 1, 2, 3, 4, 1, 2 vor und dann geht es hier los. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Du, dab, 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 da. 4. 1, 2. Du, dab, 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 da. 4. 1, 2, du, dab, 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 da, 4, 1, 2, du, dab, 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 da, 1, ja? Gut, was haben wir hier? Erstmal geht's los mit so einem du, dab, 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 das sind 16 Offbeats drin, ne? Erstmal geht's auf Schlag los, auf der 3, du, dab, und dann kommen die Offbeats, du, dab, 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 da, du, dab, 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 da. Das kann man, weil es jetzt so langsam ist, kann man das auch in Achteln klatschen. Du, dab, dab, da, da, da. Du, dab, dab, da, du, da. Oder sogar in Sechzehnteln. Ja, wenn ich jetzt die Mikrotime hier klatsche. Da, dab, dab, da, da, da. Da, dab, dab, da, da, da. Da, dab, dab, da, da, da. Dann seht ihr diese Unterteilung. Du, dab, dab, da, ba, da. Der zweite Takt, oder die nächste Phrase geht du, dab, dab, da, ba, dab, da. Du, dab, dab, da, ba, dab, da. Ja? Und diese 2 Phrasen, die werden einfach wiederholt. Dann habt ihr schon die Melodie. Super easy. Ja? Okay. Dann gehen wir auf die nächste. Ja, dann kommt ein Solo, ein kleines. Das machen wir im zweiten Video, das Solo. Und dann nach dem Solo kommt ein Interlude, Unisono-Interlude. Das ist der komplizierteste Teil im ganzen Lied. Da ist am meisten los mit Sechzehnteln. Ja? Und es sieht auch erstmal sehr kompliziert aus, wenn man sich das anguckt. Ja? Offbeats, viele Noten vor allem. Ne? Ist hier richtig voll. Das Gute ist, das wiederholt sich auch. Also das ist nicht ständig was Neues. Der erste Takt. Der erste Takt oder die ersten 2 Takte, die wiederholen sich. Oder nee, falsch. Der erste Takt, der kommt im 3. Takt nochmal. Ja, ist das gleiche. Der 2. Takt ist ein bisschen anders und der
Der 4. Takt, der ist leicht. Ja, okay. Dann werde ich das auch mal singen. 4 vor. Ich muss noch erklären, dass diese erste Note, die ist vorgezogen. Also ihr kommt aus dem Solo raus mit einer vorgezogenen Sechzehntel. Die hängt hier noch dran. Es geht ein bisschen früher los. Da 1. Ja? Ich zähle 4 vor und dann singe ich es mal. Moment, Ton checken. Okay. Versuche ich mal mein Glück. 1, 2, 3, 4. Da du du da da du du da ba da da du du da da di da du 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 da du 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 da da da. Der letzte Takt ist easy, das sind nur Viertel. Okay, der erste Takt von diesem Interlude ist so. 1, 2, 3, 4. Da du du di. Kleiner Teil. Da du du di. 1, 2, 3, 4. Dab, du, du, di, dab, du, du, dabba, dab. Das mache ich mal in Schleife. Vielleicht könnt ihr ja mitsingen oder mitspielen, wie ihr wollt. Also ich mache immer diesen ersten Takt und dann mache ich wieder 4 Takte nur Schlag. Ne? Mache ich Pause und zähle 1, 2, 3, 4. Und das wiederholen wir ein paar Mal. 1, 2, 3, 4. Dab, du, du, di, dab, du, du, di, du, dab. 2, 3, 4. Dab, ba, du, da, dab, ba, da, ba, da, dab. 2, 3, 4. Dab, ba, du, da, dab, da, da, ba, da, dab. 2, 3, 4. Dab, ba, da, dab, ba, da, ba, da, dab. Easy. Okay, wiederholen, bis es klappt. Der zweite Takt ist so. Dab, ba, da, ba, ba. 3, 4. Ba, ba, da, da. Nochmal. Da, ba, da. Jetzt mal die 2 Takte zusammen. 1, 2, 3, 4. Da, ba, da, ba, da, da. Okay. Der dritte Takt ist ja wie der erste. Den brauchen wir eigentlich gar nicht besprechen. Na, wenn ihr den ersten könnt ihr den dritten auch. Dann kommen diese langen Viertel und dann gibt es nochmal ein Solo-Teil. Das machen wir auch im zweiten Video. Dann, nach diesem Solo-Teil, nach dem zweiten Solo-Teil, kommen nochmal ein paar Kicks. Die müssen wir nicht mitspielen. Und dann beginnt wieder die Melodie. Also die Kicks sind so. 3, 4. Da, da, da. Du, dab, 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 ba, da. 4, 1, 2. Du, dab, dab, dab. Dann ist wieder die Melodie. Ne? Also wir springen hier, fangen wir an. Du, dab, 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 du, und springen dann hoch im Stück. Wo ist er denn? Ah, hier ist er. Springen hier hoch zum Senior. Dann spielen wir hier durch und dann springen wir in die Coda rein. Zack. Ja? Okay. Jetzt machen wir das mal zusammen. Also ich spiele das Stück vor. Ihr könnt mitspielen, wenn ihr wollt. Ja? Schnappt euch euer Saxophon. Setzt am besten die Kopfhörer auf. Und dann könnt ihr da mitspielen. Wenn ihr, ich blende jetzt hier als Note, blende ich die Altsaxophon-Note ein. Wenn ihr Tenor spielen wollt, dann müsst ihr euch erstmal die Note runterladen, damit ihr die lesen könnt. Genau, dann könnt ihr auch mitspielen. Ja, okay. Ich starte mal das Playback und dann spielen wir das einmal durch. Bei den Solo-Teilen könnt ihr Solo spielen, wenn ihr wollt. Ihr könnt ein paar Töne probieren, einfach mal für euch. Ich werde auch ein bisschen was reinspielen, aber sparsam, dass ihr Platz habt zum Spielen. Genau, und dann machen wir das. Okay? Let's go!
Okay, yeah. What a show, what a show. Sehr gut. Ich habe einen Fehler entdeckt in den Noten. Das muss ich jetzt doch zugeben. Und zwar, wenn ihr beim zweiten Solo am Ende seid, hier diese Kicks und hier fehlt noch ein Pausentakt. Da ist tatsächlich ein Takt zu wenig. Naja, ihr hört aber, wenn die Melodie losgeht und dann könnt ihr da einfach weiterspielen. Ne? So ein bisschen. Ich werde es wahrscheinlich jetzt noch verbessern, aber im Video ist es jetzt falsch drin. Aber ich habe es ja gerade erklärt. Ihr werdet es dann schon auf der Note, wenn ihr die runtergeladen habt, werdet ihr es richtig finden. Ja, okay. Am Schluss gibt es auch noch ein paar Kicks in der Coda. Das habe ich jetzt gar nicht erklärt. Das sind einfach hier auf die, vor der 1 und vor der 3 sind immer diese Sechzehntel Offbeats. Also wenn ihr zählt 1, 2, 3, 4, da 1, 2, da 3, 4, da 1. Ja. Dab, 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 dab. Dab, 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 1, bab, 1, bab, 1, bab, du, 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 du und so weiter, ja. Okay, ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet da mitspielen, ein bisschen. Also es ist nicht ganz für Anfänger. Ihr müsst schon ein bisschen Rhythmik können. Ist nicht super leicht, aber auch nicht sauschwer, ja. Oh. Auch nicht voll schwer, aber ein bisschen herausfordernd ist es, ja? Okay. Ja, wenn euch das Video gefällt oder wenn ihr damit gut üben könnt, dann, wenn es euch nicht gefallen hat, braucht ihr mir kein Like geben, braucht auch nicht abonnieren. Ihr könnt aber, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne den Channel abonnieren. Oder bitte abonniert den Channel, ja? Macht das jetzt direkt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr schon abonniert seid, dann klickt nicht drauf, weil dann habt ihr das Abo wieder gelöscht. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, den Channel, dann klickt jetzt drauf. Ich warte so lang. Ne? So. Also unten unter dem Video findet ihr einen Button. Und dann auch noch die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann könnt ihr mit mir zusammen Saxophon üben. Ja? Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen vielleicht. Ne? Vielleicht hat es euch gefallen. Es kommt bald das zweite Video, da werden wir uns ein bisschen mit der, was machen wir denn da? Mit Impro? Beschäftigen wir uns mit Impro. Oder auch mit Style, ein bisschen Style, dann zeige ich ein paar Verzierungen, wie man das noch ein bisschen besser und poppiger spielen kann, damit es ein bisschen mehr nach Pop-Saxophon klingt. Und wenn ihr Lust habt, mit mir Saxophon zu lernen, online, dann könnt ihr unten, da findet ihr auch einen Link in der Beschreibung, könnt ihr auf den Link klicken. Geht auf meine Saxophonschule. Das ist saxvideotraining.com heißt die. Da könnt ihr euch auch kostenlos registrieren. Dort gibt es auch 3 oder 4 kostenlose Kurse, kleine Kurse. Und ihr findet auch, das heißt dann Free Stuff, das ist so ein größeres Ding. Das sind immer so Beispiellektionen aus den Kursen sind da zu sehen. Und dann bekommt ihr einen Eindruck, was ich da mache. Und vielleicht ist das ja was für euch zum Saxophon lernen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da zusammen lernen können. Und probiert es doch mal aus, wenn ihr Lust habt. Es kostet ja nichts. Und vielleicht sehen wir uns da. Ja, okay. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Channel. Jetzt. Okay. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bald im nächsten Video. Vielleicht in 1-2 Tagen gibt es das nächste Video. Haltet schon mal Ausschau danach. Und dann werden wir ein bisschen weitermachen mit diesem Lied. Wenn ihr Lust habt, ladet euch alles runter. Unten ist ein Link zum Runterladen, Download-Link. Und dann alles gut. Ja? Macht's gut, bis bald, euer Bernd. Ciao, ciao.